Willkommen zu einer Meditation, wie das Geben mit Freude dein Bewusstsein erweitert. Ich bin Meinhard Knoll und werde dich dabei begleiten. Nach einer Vorbetrachtung beginnt die Meditation mit einigen Minuten körperlicher Entspannung. Anschließend wirst du in Bewusstseinszonen hinein navigieren, die du vielleicht noch nicht besucht hast. Beginnen wir mit der Vorbetrachtung. Es heißt, würden die Menschen die Wirkungen des Gebens kennen, so würden sie nichts genießen, ohne etwas gegeben zu haben. Selbst den letzten Bissen, den letzten Brocken würden sie nicht essen, ohne davon auszuteilen, falls sie einen Empfänger dafür hätten. Vielleicht hast du es anders gelernt. Vielleicht wurde von dir gefordert und du hast gegeben. Und so warst du lieb aus Schwäche. Großherziges Geben ist anders. Die Fähigkeit, freigebig zu sein, ist eine Macht. Gibst du großherzig, veränderst du die Welt. Du wirkst mit deinen Gaben auf den Empfänger, auf seine Umgebung und auf dich selbst, auf dein Bewusstsein. So tust du dem Empfänger wohl und linderst seinen Mangel. Zeugen deines großzügigen Verhaltens nehmen dich vielleicht zum Vorbild. Und du selbst erfährst die Auswirkungen deiner Tat auf dich selbst. Die kommen mit Freude und Licht. Die Wirkungen ziehen Kreise und die Welt beginnt sich zu wandeln. Durch 4 Arten des Gebens veränderst du die Welt. Materielle Gaben tauschst du in der äußeren Welt aus. Freundliche Worte sendest du in die innere Welt, direkt ins Herz des Empfängers. Gibst du ihm Hilfe und Rat, dann stehst du ihm bei und förderst ihn. Und du kannst ihm Ich-Du-Gleichheit schenken, eine Begegnung auf Augenhöhe. All das formt eine andere, helle Welt. Sie zeigt sich in deiner Freude. Da bist du schon vor dem Geben froh gestimmt. Während des Gebens wirst du heiter und nach dem Geben bist du zufrieden. Gibst du in Dankbarkeit, dann öffnest du diese Perspektive. All die Gaben und Fähigkeiten habe ich ja selbst empfangen. In Dankbarkeit gebe ich sie weiter. Du erkennst, Nehmen und Geben sind wie Einatmen und Ausatmen. Beim Einatmen nimmst du, beim Ausatmen gibst du. Den Atem festhalten, das tut dir nicht gut. Bevor du in tiefere Bereiche des Bewusstseins hineingehst, kannst du deinen Körper vorbereiten, indem du ihn entspannst und zur Ruhe bringst. Bist du bereit? Es ist gut, bei dieser Meditation zu sitzen, denn damit hältst du dich leichter wach. Finde also eine aufrechte Position im Sitzen. Setze deine Füße auf den Boden und lass sie dort satt einwurzeln. Dein Gesäß ruht bequem auf dem Sitz. Lege deine Hände in den Schoß oder auf die Knie. Die Handinnenflächen können nach oben oder nach unten zeigen, ganz so, wie es für dich am angenehmsten ist. Richte deinen Körper auf.
Zieh dein Kinn ganz leicht gegen das Brustbein. Die Wirbel deiner Wirbelsäule sind jetzt wie ein Stapel von Münzen, senkrecht aufgerichtet und stabil. Ausbalanciert tragen sie deinen Kopf. Spüre die sanfte Dehnung in deinem Nacken. Rolle nun die Schultern zurück und fühle die Weite im Bereich der Schlüsselbeine. Schwinge für einen Augenblick ganz leicht um deine Wirbelsäule. Bewege deinen Kopf sanft hin und her und finde die Haltung, in der du dann ruhst. Deine Augen dürfen sich jetzt schließen. Dein Körper ist da. In ihm spürst du deinen Atem. Ein, aus. Während du atmest, kannst du dich entspannen. Dazu nutzt du deine Aufmerksamkeit wie den warmen Lichtkegel eines Scheinwerfers. Den lenkst du jetzt auf dein Gesicht. Die Gesichtsmuskeln lösen sich in Wärme und Licht. Nun geht es zu den kleinen Muskeln um deine Augen und Schläfen herum. Sie werden ganz weich. Auch die Muskeln in den Wangen und um die Kiefer. Hals und Nacken, ganz entspannt. Auch die Schultern, beide Schultern. Der Lichtkegel streicht jetzt warm und breit über den ganzen Rücken von oben bis nach unten. Entspannung breitet sich über beide Arme aus, gelangt in die Hände und bis in die Fingerspitzen hinein. Nun geht es tiefer, über das Becken in die Beine ganz hinunter zu den Füßen und in die Spitzen der Zehen. Tief entspannt. Und nun machst du den Lichtkegel deiner Aufmerksamkeit groß und hüllst den ganzen Körper in warmes Licht ein, von den Zehen bis zum Scheitel. Du kannst den Körper als Ganzes im Licht deines geistigen Auges halten. Du atmest. Der ganze Körper atmet mit. Ein. Aus. Voll. Und warm. Gleich wirst du in deinem Bewusstseinsraum Bereiche aufsuchen, die du vielleicht noch nicht kennst. Ist das für dich in Ordnung? Du wirst es spüren, wenn es in Ordnung ist. Und wenn du einverstanden bist, dann begibst du dich jetzt an den Eingang eines Absichtsraums.
Du kannst daran denken, mit Freude zu geben, heute oder bei der nächsten Gelegenheit. Und wem willst du geben? Was möchtest du geben? Materielle, gute Gaben geben? Oder freundliche Worte geben? Oder Hilfe und Rat geben? Oder Ich-Du-Gleichheit geben? Wenn du dies gefunden hast, halte es in deiner Vorstellung präsent. Damit öffnest du eine Absicht. Fasse den Gedanken, ich werde geben. Mit diesem Satz verbindest du die Vorstellung von dem, was du zum Wohle des Empfängers geben willst. Bewege den Gedanken nun im Rhythmus deines Atems. Ich werde geben. Denke dies einige Male allein. Und noch einmal. Ich werde geben. Du verbindest damit die Vorstellung von dem, was du zum Wohle des Empfängers geben willst. Ich werde. Hierdurch fasst du die Absicht. Ich werde. Das ist so, als wenn du mit einer Kelle die Absicht aus dem Ozean deines Bewusstseins schöpfst. Ich werde. Ich werde geben. Denkst du geben? Gießt du diesen Gedanken aus und lässt ihn in den Bewusstseinsraum hineinfließen. Dabei bewahrst du die Vorstellung von dem, was du gibst und an wen. Aus dem Ozean des Bewusstseins schöpfen und dann ausgießen. Ich werde geben, schöpfen, ausgießen, weiteratmen. Denke es noch 3-mal und lass es mit jedem Mal tiefer in deinen Bewusstseinsraum hineinfließen. Ich werde geben. Und gleich geht es etwas tiefer. Ich werde geben, Absicht fassen, schöpfen, dann die Vorstellung vom Geben ausgießen. Ich werde geben. Ohne diesen Gedanken noch einmal zu denken, gieß ihn nur noch aus mit Wohlwollen für den Empfänger. Die Vorstellung dieses Gebens fließt tief in den Bewusstseinsraum. Fließen lassen. Weiteratmen. Übe dies für 2 Minuten allein.
Und es geht noch etwas tiefer. Denke noch einmal, ich werde geben. Und nun kannst du das Fließen mit Wohlwollen und Freude anschwellen lassen, während du ruhig weiteratmest. Ich werde geben. Weiteratmen, immer weiter ausgießen mit Wohlwollen und Freude. Dies anschwellen lassen. Übe das für 3 Minuten allein. Ich werde geben. Dieser Gedanke fällt in deinen Bewusstseinsraum wie ein Kieselstein ins Wasser und Wellenringe breiten sich aus. So dehnt sich der Raum deines Bewusstseins aus mit Freude, Licht und der Wärme des Wohlwollens. Ich werde geben. Wenn du dies häufig denkst,
dann stehst du unter einem geistigen Gesetz, worüber der Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, daher neigt sich sein Herz. Dein Herz wird sich zum Geben neigen, zum Wohlwollen und zur Freude. Dann wirst du von dir sagen, gut hab ich's getroffen, dass ich mit offenen Händen gebe, beim Loslassen Glück empfinde, für Bitten anderer zugänglich bin, Freude habe am Geben. Der Bewusstseinsraum erweitert sich für dich in Wärme und Licht in dem Maße, wie du das Geben mit Wohlwollen und Freude entfaltest. So gestaltest du Wirklichkeit und veränderst ganz allmählich dein Verhalten, auch in der äußeren Welt. Das Geben wird zur Realität. Gut ist es, dies als geführte Meditation mindestens eine Woche lang zu üben. Danach kannst du sie selbstständig durchführen. Mehr zum Thema Geben gibt es in der 4. Folge meines Podcasts Buddha Training. Die zitierten Worte des Buddha aus dem Pali-Kanon findest du noch einmal in der Beschreibung.